Moin Moin, ab zur holländischen Grenze. Christian hat sich beworben aufs Viersen mit seinem W108 und da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil das Interieur die ganz typischen Alterserscheinungen hat. Ein paar Trockenbrüche, Farbabrieb. Es wurde schon auch mal wahrscheinlich dran gearbeitet, weil der Blauton, der erscheint mir nicht ganz original zum Teil. Und ja, das sind so die typischen Sachen, können wir mal Filler zeigen etc. pp. Sind wir mal gespannt. Schönes Auto, Silber, blaues Dach. Freut euch auf eine spannende Folge. Wir waren sogar 1,5 Tage da oder 2 Tage und wird eine vollgepackte Sendung. Bis gleich. Teil 3. Christian, vielen Dank, dass wir dich besuchen dürfen. Gerne. Und deinen W108. Baujahr 71. Schon mal ein paar Fakten gleich am Anfang raushauen. Aber mehr habe ich noch nicht gemerkt. Na doch, ich weiß, das ist ein rein 6-Zylinder, das weiß ich. Und ja, wir haben uns sehr gefreut über diese Bewerbung, weil zum einen ist das ja ein sehr schönes Auto, also so vom Ansehen her. Und wenn ein Kind ein Auto malt, dann ist es ja oft auch diese Form, ne? Ja. Muss man sagen. Also das finde ich eben auch an diesen Modellen oder gerade an diesem Modell so schön, dass es halt ein echtes Auto ist. Ne? So, wenn man jetzt neuere Autos anguckt, die werden immer eher aerodynamischer, aber so malt ja ein Kind gar kein Auto. Da ist was dran, ne? So, das finde ich, genau, das ist auf jeden Fall cool und dann ist es eine super schöne Farbkombination und was eben noch dazu kommt ist, du hast Sitze hier drin, die sind noch in einem guten Zustand, aber mit den ganz typischen Beschädigungen. Also wir kriegen quasi täglich Anfragen genau zu diesem Thema und das ist super, dass wir darüber ein Video machen können. Aber jetzt wollen wir einmal wissen, ja, sammelst du Autos, bist du Schrauber, bist du jemand, der fährt oder was machst du und dann wie kommst du zu diesem Auto und so weiter. Also erstmal, hast du noch mehr Autos oder was ist? Ich hab noch ein Erstauto, sagen wir mal so. Ja. Und ja, meine Leidenschaft ist letztendlich schon seit vor 30 Jahren entstanden, über 30 Jahren, wo ich denn angefangen habe, den ersten Strich-Achter zu haben. Also Mercedes ist meine Leidenschaft. Über den Strich-Achter bin ich dann letztendlich an einem 108er kleben geblieben und das war so mein Auto, habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass der 108er aufgrund, wie du sagst, das ist ein Auto, das ist ein Erscheinungsbild mit viel Chrom, habe ich einen 108er über 10 Jahre lang gefahren. Also du hast vor 30 Jahren dir einen 108er gekauft, vorher hattest du ein Fahrzeug mehr oder weniger von deinem Vater? Ja, ganz furchtbar, ein Kadett D. Ja, D-Kadett. Können sich einige daran erinnern, eines der hässlichsten Autos, glaube ich, die Opel je gebaut hat. Ja, wie das so mit Geschmack ist, also alle Opel-Fans, wir lieben euch trotzdem. Ja. Sorry. Aber es ist natürlich, ja, es ist eine andere Kategorie, glaube ich, also so vom Erscheinungsbild, das darf man, glaube ich, sagen. Und ich glaube, das würde auch jemand, der selbst ein Opel D-Kadett als das Auto in seinem Herzen hat, vielleicht auch bestätigen, wie auch immer. Aber für dich war das eben nichts, dann hast du den... Ich habe einen 220er Diesel mir angeschafft über einen total netten Menschen, der auch 2 Hallen mit alten Mercedesen hat, aber so als Einstieg war das damals für 2000 Mark, glaube ich, auch ganz neu lackiert gewesen, damals mit einem Schrauber zusammen. Das ist die legendäre 220er Dieselmaschine mit 60 PS gewesen, wo dann hier unsere holländischen Kollegen noch einen Campingwagen hinten dran gemacht haben und es geschafft haben, in 80 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Aber es war eben wie ein Wohnzimmer. Ne? Und da müssen wir kurz zu sagen, wir sind hier in Viersen, oder in der Nähe von Viersen, also Holland ist nicht weit, oder die Niederlande. Und Holland ist ja nur ein kleiner Bereich eigentlich in den Niederlanden, also Niederlande, Venlo ist nicht weit von hier. Und ja, das
seht ihr ja jedes Jahr, dass tatsächlich das modern ist, als Holländer einen Anhänger zu haben. Ne? Das ist gar kein Klischee oder wie auch immer. Okay, ja, also dann bist du den jeden Tag quasi 10 Jahre gefahren, ne? Genau, ich hatte wohl damals in meiner Mietwohnung war es eben so eine Garage angemietet für den 108er dann, nachdem ich den gekauft habe. War dann natürlich eben bei Wind und Wetter bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren. Garage 2 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Vater geworden in der Zwischenzeit und irgendwann mal war der Punkt gekommen, neben den Tatsachen, dass natürlich eben auch Nagel der Zeit gekommen ist, wo man dann gesagt habe, ein bisschen Rost und so weiter. Und ja, dann habe ich mich dann schweren Herzens von ihm getrennt, hatte aber immer die letzten 25, fast 30 Jahre jetzt das Gefühl, oder jetzt über 20 Jahre, dass ich einen 108er mir nochmal anschaffen möchte. Ja. Und dann ist es der hier geworden, ne? Der ist es geworden. Aber wie hast du das gemacht? Wie kommt man an so ein Auto in so einem super Zustand? Natürlich gibt es ein paar Sachen, wie das immer so ist bei solchen Autos. Es gibt hier und da was zu machen. Wir kümmern uns ja um die Sitze, das ist völlig klar. Aber man will ja trotzdem einen möglichst guten Zustand haben, die Summe ungefähr ausgeben, die man sich so vorstellt, ne? Weil irgendwie muss man es ja verdienen auch. Und ja, wie bist du da rangekommen? Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also wir haben ja im Vorwege gequatscht wir ja schon immer so ein bisschen, was weiß ich natürlich schon, aber ich finde das ganz spannend und hätte gar nicht gedacht, dass sowas gut ausgehen kann, also dass sowas geht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich sitze jetzt hier in meinem Traumwagen und ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr durch einen Zufall habe ich den Nils kennengelernt, ganz netter, inzwischen schon ein Freund von mir geworden, der über einer meiner besten Freunde da mit der Tochter zusammengekommen ist und der stand dann plötzlich mit einem alten Ponton bei meinem Freund, wo ich gesagt habe, was ist denn hier? Ein Ponton steht da, wer fährt sowas? Ja, Nils hat sich dann ganz locker vorgestellt in seiner Art, wie er ist, ganz relaxed. Ja, ich bin der Nils und schraube da so rum und habe eine eigene Werkstatt, die von hier jetzt gerade 2 Kilometer entfernt ist. Ich habe gesagt, du bist mein Mann. Ja. Ich kann, glaube ich, auch ein bisschen schrauben und so weiter, aber ich habe eben keine Bühne und ich glaube, das sind eben so Sachen, die einen denn da unterstützen, so mal die alte Liebe frisch werden zu lassen und zu sagen, ich gehe das Projekt jetzt aktiv wieder an. Und letztes Jahr im Herbst ist das dann nochmal so konkreter geworden, wo ich gesagt habe, Nils, lass uns die Sache angehen. Wir gucken bei eBay oder eBay Kleinanzeigen an, wo hier in dem Gebiet gute 108er sind. Ich habe mit dem dann eben auch, wir sind uns näher gekommen, nochmal erzählt von meinem Strich 8er damals, von dem HT Wüster, der mir wirklich Mercedes nahegebracht hat. Und wie der Zufall so will, sagt denn der Nils übrigens, das ist mein Onkel. Ich sage, wie? Das ist sein Onkel, das kann doch nicht wahr sein, dass es sein Onkel ist. Ja. Auf jeden Fall hat sich da auch der Kreis wieder geschlossen. Das finde ich auch nochmal so witzig, dass man ja eben auch wirklich nette Leute kennenlernt und die einen dann auf dem Weg begleiten und inzwischen auch ein wichtiger Bestandteil nicht nur von meinem Wagen geworden sind. Ja, und wir sind dann viel durch die Gegend gefahren bis nach Dortmund. Habt ihr diverse Fahrzeuge angeguckt, die dann wirklich angepriesen worden sind, ich sage mal Zustand 2 Plus, wo der Nils dann auch, beziehungsweise ich brauche, also für mich ist immer entscheidend, ob mein Herz sind. Ich kann das relativ schnell erkennen, wenn ich auf den Wagen zukomme und sage, der packt mich oder der packt mich nicht. Ja. Und da war kein einziger Wagen dabei, wo ich gesagt habe, den möchte ich haben. Ja. Und dennoch wirklich angepriesen worden, in einem Zustand, der vielleicht ein 2 Plus und das war vielleicht eine 3 Minus. Also der war schon unten am Wegfaulen und mit Bitumen gearbeitet worden und sowas alles. Ganz schreckliche Sachen gesehen. Und das ist halt, ja, klar, man muss sich die ankaufen, man muss sich die angucken, also zumindest wenn man sagt, ich will jetzt mit dem Auto alt werden und das ist auch so das eine Auto, was ich habe und wenn man das auch nicht jeden Tag macht, man muss sich das angucken, man muss sich Zeit nehmen und es macht halt immer Sinn, dass wenn man jemanden mit hat, dem man vertraut und der so ein bisschen sich mit der Serie auch auskennt. Das war auch so deine Erfahrung dann am Ende, weil
es wird dann doch anders gepriesen. Und die Fotos, du hattest mir ein paar Fotos gezeigt von Anzeigen, sahen schon gut aus, aber wenn du dann so erzählst, wie du es erlebt hast, war es dann doch nicht so, ne? Und die Idee mit der Anzeige, so weit waren wir ja noch nicht. Also wir sind auf Anzeigen hingefahren und haben uns da Autos angeguckt. Und nachdem wir dann sehr frustriert bei dem Nils in der Werkstatt saßen, sagte der, mach doch einfach eine Anzeige. Mach du eine Anzeige, ne? Ich mache ja, genau. Du hast eine Anzeige reingemacht und hast gesagt, du suchst einen W108. Genau, ich habe gesagt, ich habe das Foto von meinem alten W108er reingemacht und habe gesagt, suche einen 108er mit dem 108er, wo ich letztendlich alt werden kann, weil das letztendlich so meine alte Liebe ist. Ja. Und da war die Überlegung, hoffentlich meldet sich da ein, wo ich sage, es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich mit ihrem Wagen alt geworden sind, denen auch wichtig ist, dass der Wagen in gute Hände geht und dass der nicht wiederverkauft wird und so weiter. Und habe die Anzeige dann an einem Dienstag, glaube ich, Dienstagnachmittag aufgegeben. Und ich hatte schon am Dienstagabend wirklich, also Anzeige war dann eben Verhandlungsbasis, Zustand zwischen 1 und 2, war mir wichtig, bitte nur seriöse Angebote abgeben. Und ich hatte dann schon am ersten Abend wirklich einen schönen 108 aus Berlin im Angebot. Und so hat sich das dann letztendlich in den Tagen darauf weiterentwickelt, wo ich gesagt habe, das war also diese Idee zu kommen, selber zu inserieren, fand ich dann auch nochmal super, super schön und da habe ich dann einen ganz anderen Ansatz zugekommen. Ja. Und bin dann auch in den Wochen darauf durch die Gegend gefahren und habe mir 1, 2, 3 Autos habe ich mir angeguckt, die dann wirklich ganz anderen Zustand waren, wo man gesagt habe, da kann man sich... Aber so die Angebote, die du bekommen hast, die waren dann schon seriös. Also ich hätte immer so spontan, oder meine Reaktion war ja, als du gesagt hast, ich habe selber eine Anzeige geschaltet und suche, dachte ich so, oha, was kommt da auf dich zu? Aber das war dann gar nicht so. Sondern das ist schon so, dass das mehr oder weniger vernünftig ist und dass man das gut handeln kann. Ne? Ich, wie gesagt, auch in Berlin, der Herr Wolf, wenn er das sehen sollte, nochmal lieben Gruß. Da gab es auch Telefongespräche. Da war es auch wichtig, dass man sich kennengelernt hat übers Telefon, dass man einen Eindruck hatte. Ja. Und das waren wirklich 2, 3 nette Kontakte. Auch in Bremen habe ich einen wunderschönen 300er SE, Baujahr 66 auch gesehen. Auch hingefahren, da muss man auch den mal Kilometer investieren. Und gibt es ja den Friesenstab, da kann man einmal linke Spur, ne? Genau. Und das war aber so, und das war mir 1000-mal lieber, wie irgendwo hinzufahren bei einer Anzeige, wo ich das Gefühl hatte, die wollten einen Wagen verkaufen, aber das war wirklich nicht der Wagen, der angepriesen worden ist. Also die hatten einen Anreiz, den Wagen in gute Hände, glaube ich, teilweise in der Regel abzugeben. Und dann ist er hier auch mit angeboten worden? Denn hat ja jemand angerufen? Da hat sich auch jemand gemeldet, und zwar der Frank aus Ronneburg in der Nähe von Frankfurt. Und da habe ich am Anfang gedacht, oh, da ist auch wieder ein Schrauber am Start, wo ich gesagt habe, naja, der will, ich will nicht sagen schnelles Geld machen, aber ich habe das nicht so am Anfang wahrgenommen. Direkt Bilder geschickt, über 50 Bilder. Frank, da warst du richtig fleißig. Und da sind wir dann auch recht schnell in Telefonkontakt getreten. Hatte der noch ein bisschen gestalkt und habe gemerkt, oh, das ist ja ein Fachmann sozusagen, der Frank und der Norbert. Und zwar von kultsterne.de. Ja. Blenden wir einmal hier ein, kultsterne.de. Eine gute Adresse, wenn es halt um sowas hier geht. Um alte Mercedes geht, die machen das schon seit über 35 Jahren und haben auch gute Kontakte nach Frankreich. Okay. Und da kommen wir nämlich jetzt zu, das Fahrzeug ist aus Frankreich. Da gab es dann eben ganz viele Informationen, ganz viele Fachgespräche vom Frank, der mir ganz ein Gefühl gegeben hat, wo ich gesagt habe, da kann ich eigentlich wenig verkehrt machen. Also, wie man so schön sagt, mit offener Hose hat er gesagt, das ist ein Fahrzeug, da bist du ganz sicher, da habe ich keinen rausgesehen.
Der ist ungeschweißt, ist der auch, er sagte, dann hätte er die letzten 10, 15 Jahre lang auch nicht gesehen, so ein 108er in dem Zustand. Und für mich hat sich da relativ schnell ein Gefühl hat sich bei mir entwickelt, wo ich gesagt habe, ja, da kannst du hinfahren und da kannst du dann eben dir den Wagen angucken und bin dann noch mit einem guten Freund von mir, dem Dirk Attecker, an Gummersbach eingesammelt und sind dann samstags, also freitags nach Bremen und samstags nach Frankfurt mal durch. Und da war es auch relativ schnell geschehen. Also in der Halle. Ja, du hattest schon erzählt, also hast mir ein Foto gezeigt und sagst, so stand er da, als ich in die Halle gekommen bin. Und man hätte dann schon unterschreiben können eigentlich. Eigentlich schon, ja. Also, weil irgendwie alles, was danach kam, war dann genau so, wie du es dir eigentlich erhofft hast. Ja, ich habe dem noch versucht, Pokerface aufzusetzen mit Frank, aber ich habe es nicht lange durchgehalten. Und das war es dann eben auch. Und der Wagen, wir hatten ihn ja jetzt auch gesehen, wo ich gesagt habe, Vertrag, ich werde mit dir alt und die nächsten 25 Jahre gehören mir, wenn es so weit geht. Und Farbe Silber mit blauem Dach, also dein erster war ja Bordeaux, also das ist ja was ganz anderes, aber... Ich hatte wirklich am Anfang Schwierigkeiten mit dem blauen Dach. Also vielleicht können wir das nicht nachvollziehen, aber für mich, ich hatte zuerst 2 Lackierungen und ich habe mir dann auch erklären lassen, in Frankreich ist es relativ typisch, dass auch Autos von Dach her anders lackiert sind wie sonst. Ich musste mich daran gewöhnen so ein bisschen und heutzutage, und wenn ich den jetzt hier so stehen sehe, denke ich mir, manchmal liegt man ja auch verkehrt und beim zweiten Blick, vielleicht auch manchmal wie bei der Frau ist das manchmal so, dass man sagt, beim zweiten Blick sieht man ganz andere Aspekte. Ja. Und so war es hier auch. Und so war es hier auch, ja. Ja, also Bodo und ich, wir sind hier reingekommen und als du dann die Hülle runtergenommen hast, ich hatte das nicht so auf dem Zettel gehabt von den Bildern, die du mir geschickt hattest, habe ich das nicht wahrgenommen, dass er ein blaues Dach hat. Ne? Und deshalb war das für uns das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Und ich finde, das macht das Auto sehr edel. Also es gibt ihm doch nochmal so ein Staatskarossen-Feeling, bisschen, finde ich. Also ich finde es ganz schick und es ist auch ein schönes Blau, finde ich. Also es ist ja, ich meine, da kann man ja auch, hat ja auch viel mit dem Farbton an sich. Ja, genau. Ne? Sehr, sehr toll. Ja, also, das war so ein bisschen, Christian, du sagtest, das ruhig als Tipp, das kann man mal versuchen, wenn man so ein bestimmtes Auto hat, wo man sagt, das ist eigentlich das, was ich gerne haben möchte. Und wenn man da überall durchwühlt, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, einfach zu sagen, ich suche. Ich gehe nach vorne. Und gehe nach vorne, genau, ich eine Anzeige aufgeben, ich suche. Und hier ist der beste Beweis, dass das funktionieren kann. Du hast ihn vorhin nochmal angemacht. Der ist sofort da, hat einen tollen Sound, muss ich sagen. Doch, das ist schon ein ganz schönes Auto. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen einmal reinigen, ne? Und du hattest schon mal gereinigt, da ist ein bisschen Farbe mit runtergekommen. Ich war zu fleißig. Und das kann manchmal passieren, dass halt doch der Topcoat dann schon über die Jahre abgearbeitet ist und man weiß eben auch nicht, was da für Reiniger schon drauf waren und wie viel Sonne hat er bekommen oder nicht bekommen und so. Das kann durchaus passieren, wenn man mit einem Reiniger stark rangeht, dass man dann vielleicht schon Farbe runterholt, wenn kein Topcoat mehr da ist. Genau. Wenn man sowas hat, dann muss man eben auf Reiniger mild umswitchen oder vielleicht erst mit mild anfangen und dann Reiniger stark nehmen. Wenn das gar nicht geht, ist auch mal Reinigungsbenzin. Da sagen die meisten Leute immer so, ich habe doch ein Wasser, also einen Seifenreiniger, Reiniger mild und jetzt so Reinigungsbenzin, Lederreinigungsbenzin sanfter sein. Ja, ist es aber, weil es viel schneller ablüftet und nicht diese starke Reinigungswirkung hat und dann gar nicht so Farbe runterholt. Also das ist auch mal so eine Möglichkeit. Dann hat er ein paar Trockenbrüche. Insgesamt sind die Leder, ist es noch weich, die Pfeifen sind auch noch alle so weit intakt. Das ist auch nicht immer so der Fall. Da muss der Sattler ran, wenn die Pfeifen nicht mehr okay sind. Insofern kümmern wir uns um die Trockenbrüche. Einer ist durch, 2, 3 sind schon repariert, die machen wir ein bisschen schöner. Die einzelnen Schritte, das filmt im Bodo jetzt gleich und dann machen wir das. Ansonsten machen wir reinigen und dann, das Auto kriegt natürlich Elephant als Pflege und der braucht auch dann in Zukunft nichts anderes, also kein Protektor oder Versiegelung, sondern hier gehört Elephant drauf. Ja, aber das gehen wir gleich zusammen an, genau. Wir haben es jetzt schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera nachher sieht, es ist schon ein bisschen später, also wir sind heute Abend hergekommen, ich werde dann gleich ein paar Dinge vorbereiten, dann lassen wir den Filler, wir machen Filler rein,
Den lassen wir über Nacht trocknen und dann morgen früh kümmern wir uns um den Rest im Prinzip. Also bringen das dann zu Ende. Endspurt. Endspurt, ja, genau. Gut, also viel Spaß. Ich arbeite, ihr guckt. Ja, erstmal haben wir uns den Zustand angeguckt. Da sieht man, dass da schon mal gefärbt und auch gefüllt wurde. Tiefe Trockenbrüche. Und trotzdem fangen wir erstmal an mit Lederreiniger mild oder stark und einer Bürste das einmal alles sauber zu machen. Und da wird man dann auch gleich im Lappen sehen, dass da ein bisschen Farbe mit runterkommt. Da ist schon mal irgendwie gefärbt worden mit einem Produkt, was irgendwie nicht farbecht ist. Und da wir aber sowieso die Sitze färben wollen, ist das nicht so schlimm, beziehungsweise ist es umso besser, dass man das da alles einmal runterholt. Ja, da sieht man schon, dass der graue Lappen bläulich verfärbt. Aber wie gesagt, wir wollen ja möglichst alles runterholen. Und jetzt einmal mit Lederreinigungsbenzin rübergehen, gut entfetten, noch mehr lose Farbpartikel runterholen. Und dann sieht man auch, dass die Sitzfarbe sich verändert und so ein bisschen mehr in die Richtung kommt, in die sie kommt. So, jetzt alle Trockenbrüche, wo die Enden nach oben stehen oder wo schon mal ein Füllstoff reingemacht worden ist, das schleifen wir mit dem Dremel raus, auch wenn der jetzt nicht das Gerät nicht direkt von dem Dremel, also nicht von der Firma Dremel ist. Weiß aber jeder, was damit gemeint ist, denke ich, gerade wenn man es hier sieht. Und wichtig ist, dass man schön saubere Übergänge kriegt und dass man eben aus den nach oben stehenden Teilen des Bruches eine Kuhle, ein Tal macht, dass es nach unten steht. Dass, wenn man das dann nachher mit der Hand rüber geht, dass man eben keine Erhöhung hat, sondern eine Vertiefung. Genau, das spüre ich da einmal nach. Hier das alles schön einmal auffräsen. Bisschen glätten auch gegebenenfalls zwischendurch. Staub wegmachen, immer wieder fühlen. Dann einmal komplett abschleifen, dass man nochmal einen sauberen Übergang kriegt. Dass man auch die ganzen Farbreste, die vielleicht doch noch drauf sind, dass ihr auch nochmal runterkriegt. Entstauben mit Lederreinigungsbenzin. Da sieht man, dass schon mal geflickt wurde. Das war gar nicht so schlecht gemacht worden, weil das erst dann so richtig aufgetaucht ist, also optisch, als wir das da entfernt haben. Und jetzt sieht man halt, wie das so offen ist. So, die Stellen, die komplett durch sind, die werden unterklebt. Spannstoff, Lederkleber. Oder es gibt auch ein Produkt, das heißt Glutex, das nehme ich da in dem Fall. Da ist schon der Kleber an dem Spannstoff dran und wird aktiviert durch Hitze, genau. Und ja, da muss man sich immer so ein bisschen ranfummeln. Jetzt wird der Kleber aktiviert. Ich hebe das da einmal mit dem kleinen Spachtel hoch und dann presse ich das einmal mit dem Thermopad oder Silicon-Pad einmal runter. Lederfiller mit der passenden blauen Farbe einfärben. Genau, Lederfiller ist halt von Haus aus weiß oder schwarz. Ich nehme natürlich zum Einfärben den weißen und dann bekommt man natürlich nicht so einen satten, dunklen Blauton. Aber es ist eben auch nicht strahlend weiß und von daher ist das dann eine bessere Geschichte nachher später fürs Überfärben. Genau. Und ja, Filler gibt es in 20 und in 7 ml und es gibt sogar 1 Liter. Und ja, hier kommt man aber, ich sag mal, von der Menge der Risse, kommt man hier gut mit einer 20 ml Tube aus. Das funktioniert. Man muss ja nicht unbedingt so großzügig arbeiten, wie ich das hier gerade gemacht habe. Und dann passt das. Dann lässt man es ein bisschen antrocknen, um dann schönere Übergänge zu haben. Dann den Filler nochmal tupfen. Dann ist es einfach gleichmäßiger im Übergang. Und man hat es nachher ein bisschen leichter da auszuarbeiten. Das ist immer noch reicht immer noch eine 20 ml Tube. Das sieht alles viel größer aus, als es wirklich ist am Ende. Hier fülle ich nochmal zwischendurch mit Weiß ein bisschen nach. Tupf mit Blau wieder drüber.
Genau, und dann muss man das halt nach und nach füllen. Gegebenenfalls muss man das auch mal trocknen lassen und dann einfach noch ein zweites Mal füllen. Oder wenn das hier wie beim Tupfen eben zu viel wieder rausgezogen wird, dann muss man halt doch mal im Spachtel rübergehen, das antrocknen lassen und dann tupfen. Ja. So, jetzt ist mir das Blaue ausgegangen, habe ich mit ein bisschen Weiß weitergearbeitet und kriegt dann das besser gefüllt, wie ihr seht. Nimmt das schon mehr Gestalt an. Wie gesagt, Lederfiller kann man schleifen. Wenn man Flüssigleder nimmt, müsste man es mit dem GLD-Stift glatt machen, aber in dem Fall hier mit dem Filler kann man das gut schleifen. Jawohl, genau. Dann noch die ganzen kleinen Risse zumachen. Ich habe wieder hier weiß genommen in dem Fall, aber das sind nur die kleinen Risse. Wenn man das nachher wegschleift, ist da eigentlich kaum noch was von zu sehen. Nochmal ein bisschen hinterher tupfen. Der vordere Sitz, also der Fahrersitz, der ist schon einwandtutti soweit. Und genau, dann nochmal überall ein bisschen nacharbeiten. Nochmal ein bisschen mehr Filler dahin machen und dann passt das. Genau. Ja, wieder runtergeholt, wieder raufgemacht. Das ist manchmal so ein bisschen fummelig. Wichtig ist halt, wie bei jeder Reparatur, dass man sich die Zeit nimmt, das wirklich sorgsam zu machen und gegebenenfalls nochmal nacharbeiten, bevor man da zu schnell arbeitet. Das macht keinen Sinn. Genau. Jetzt habe ich mal Filler direkt aufgegeben auf die kleineren Risse und habe das eben abgeklebt. Abgetupft. So, jetzt klebe ich ab, weil ich will noch mal ein bisschen schleifen, dann wollen wir gleich färben. Das ist also einen Tag später jetzt. Wir haben das über die Nacht trocknen lassen. Da sieht man vielleicht im Hintergrund ein bisschen, dass es heller geworden ist. Das ist, glaube ich, gerade das Tor offen. Und jetzt wird das alles abgeschliffen, glatt geschliffen. Und ja, vielleicht nochmal zur Trocknungszeit. Also man sollte das über die Nacht ruhig trocknen lassen. Also Filler ist so nach 20, 25 Minuten eigentlich weiterverarbeitungsfähig. Aber wenn man jetzt so große Stellen hat und so viel, dann macht das durchaus Sinn, das mal über die Nacht trocknen zu lassen. Und dann hat man es ein bisschen leichter, da weiterzuarbeiten. Genau. Und das haben wir hier auch gemacht. Und jetzt schleife ich aber nicht nur die Stellen, wo Filler drauf ist, sondern auch die Bereiche, die ich sonst färben möchte. Und dann wird nochmal mit Lederreinigungsbenzin alles entfärbt. So, jetzt färbe ich vor mit der Farbe, also nicht fresh in diesem Fall, sondern wirklich Lederfarbe, ein bisschen vorgefärbt. Und jetzt geht die in die Airbrush-Pistole. Ich habe da alles abgeklebt. Schöner ist natürlich, wenn man die Sitze ausbauen kann. An alle, die jetzt sagen, oh, warum machst du das im Fahrzeug? Also einmal habe ich einen speziellen Kompressor, der mit unter einem Bar sehr schönen Druck hat, gleichmäßig. Da gibt es eine ganze Menge Kompressoren, die das können. Und dann diese Airbrush-Pistole von Sata, die ist eben in der Lage, ein sehr sauberes, feines Sprühbild zu machen mit wenig Nebel, wie man hier im Bild, auch im Gegenlicht sieht man das echt ganz gut, dass da ein bisschen Nebel ist, da sieht man das, aber das nebelt wenig durch die Gegend. Das ist großer Vorteil. Ihr seht auch, dass ich da mit einem sehr kleinen Schlauch arbeite. Das ist eher ungewöhnlich und das ist aber, weil man halt so eine Airbrush-Pistole hat. Ich wusste das vorher schon, dass man die Sitze nicht rausnehmen kann und von daher hatte ich mich darauf eingestellt. Aber ganz klare Empfehlung, wer den Sitz ausbauen kann, bitte macht das. Das ist einfach viel, viel einfacher. Man muss nicht so viel abkleben und hat es da viel, viel leichter. Und man braucht nicht so einen hochpreisigen Kompressor dann nachher, ne? Genau, überall einfärben und ein Staub mit Lederreinigungsbenzin und dann nochmal einfärben. Der finale Farbauftrag sollte dann nicht mehr geschliffen werden, genau. Natürlich auch gleich den Farbabrieb an der Armlehne nicht vergessen oder ein bisschen an der Kopfstütze, wenn da was ist. Und dann mit Klarlack nacharbeiten, beziehungsweise mit Topcoat. Dann kleinere Stellen nachtupfen. Auch nicht die Türverkleidung vergessen, wenn da ein paar Stellen waren, auch nochmal mit Topcoat drüber gehen, wenn man da mit Farbe drüber gegangen ist. Und dann, wenn alles trocken ist, alles soweit sich gut anfühlt, dann kann man am nächsten Tag, empfehlen wir das in der aller Regel, wir haben ein bisschen Pause gemacht hier, dann Elephant auftragen.
Das kann man mit dem Tuch machen oder mit der Hand, wie ich das gerade da gemacht habe. Da trage ich das mit dem Tuch auf. Das Auto ist ja 50 Jahre alt ungefähr. Das ist auf jeden Fall Elephant das Richtige. Und ich sag mal, alle Fahrzeuge so, ja, wir sagen immer so 12 Jahre und älter. Man muss ein bisschen sagen, gibt ja ein paar Oldies jetzt schon. Letzte Woche ein 850 gesehen, der wird ja auch schon, kriegt auch schon H-Kennzeichen dieses Jahr. Der war natürlich schon sehr modern und matt innen drin, aber Fahrzeuge mit dem Interieur wie so ein W108, die sollten auf jeden Fall mit Elephant gepflegt werden, weil das ist der richtige Farbton. Ja, 1,5 Tage später haben wir uns besser kennengelernt. Wollte ich gerade sagen, ja. Und das war auf jeden Fall gut. Christian ist ein sehr, sehr sympathischer, netter Kerl und noch ein guter Gastgeber. Wir haben uns sehr wohl hier gefühlt. Deshalb habe ich aber nicht länger gemacht als geplant, sondern ein paar Sachen waren doch noch ein bisschen tricky und mit den meisten Dingen bin ich zufrieden, nicht mit allem, aber das ist immer, wenn man das selber macht, hat man da nochmal ein anderes Auge. Was sagst du? Ja, ich grinse ja nur noch seit heute. Ich bin einfach nur begeistert. Habe mir das so nicht vorstellen können. Ihr werdet ja auch die Schritte verfolgt haben, jetzt im Video. Ich habe das mal Schreck gekriegt in den ersten Stunden, wo ganz viel kaputt gemacht worden ist, aber ja, gefüllt geworden. Ich habe ja ganz viel gelernt und das ist einfach das, was ich, glaube ich, auch nochmal mitnehme für mich, dass man ganz viele Arbeitsschritte hat, dass man die Ruhe haben muss, die der Lars dann eben auch immer ausgestrahlt hat. Und das ist total zeitintensiv einfach auch ist. Aber wenn man das Resultat, und ich denke mal, ihr habt es auch jetzt schon gesehen, sieht, ja, ich bin eigentlich sprachlos und bin einfach total begeistert. Ich war ja sowieso begeistert von dem Wagen, als ich den auch bekommen habe, das Glück, so einen schönen Franzosen zu bekommen. Und jetzt ist es natürlich das i-Tüpfelchen, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, dass das Leder, was letztendlich auch das Problem dargestellt hat. Und ich glaube ich auch, wenn ich da selber Hand angelegt hätte, das vielleicht ein bisschen so hingekriegt hätte, aber das ist natürlich jetzt ein Bombenergebnis. Dank Lars und Gruß an Bodo, auch ein netter Mensch, der gerade uns filmt. Ja, der Bodo steht ja mal hinter der Kamera. Ich habe die 2 Tage auch einfach genossen und die auch mit euch zu verbringen, ist für mich auch was ganz Besonderes gewesen. Ja, vielen Dank. Ganz nur zurückgeben, hat uns sehr viel Spaß hier gemacht. Das ist das, worauf wir gehofft haben. Nette Leute kennenlernen und besondere Autos. Und genau das ist hier auch im 3. Teil eingetroffen. Freut uns sehr. Ich muss noch mal sagen, silberne Karosse mit blauem Dach und diesem blauen Interieur ist eigentlich ein Knaller. So, ne? Das, auch wenn du dich da am Anfang ein bisschen schwer getan hast. Genau. Einzelne Schritte haben wir gemacht. Für die Zukunft Lederreiniger mild, sauber machen mit dem Schwamm Elephant wäre die richtige Pflege. Und es wird sicherlich nicht so sein, dass es nie wieder Farbabrieb geben wird oder nie wieder auch mal einen Trockenbruch oder wie auch immer. Das ist einfach beim Auto in dem Alter, dass es dann irgendwann kommt. Aber das Leder ist echt in einem super Zustand. Noch auch wir definieren das dann auch oft über die Haptik-Ebene, dass es noch weich und geschmeidig ist und das ist es überwiegend. Deshalb finde ich, sollte man da so lange wie man nur kann, und du willst ihn ja behalten für immer. Für immer, genau. So lange wie man nur kann, das auch erhalten, weil das einfach irgendwie der Charakter vom Auto ist. Genau, also war eine ganze Menge Arbeit. Jetzt sieht er aber schick aus. Sehr, sehr schick. Vielen Dank, dass du dich beworben hast. Vielen Dank, dass wir hier in deiner Garage das alles aufnehmen konnten. Garage von meiner Schwester übrigens, die uns hier auch beherbergt hat. Ja, auch sehr sympathisch. Und gut, wir haben auch ein paar Stühle sauber gemacht nebenbei, beziehungsweise du, ne? Aber was für die Miete. Auf jeden Fall. Für die Nutzung. Meine Schwester glücklich gemacht. Ja, was ja immer mehr. Und ja. Nächster Teil nächste Woche. Nicht vergessen, zu jedem Video gibt es ja einen Zu-Besuch-Deal. Schaut mal, was das dieses Mal ist. Ich weiß es noch nicht, muss mal gucken,
was hier am besten zu passt, aber das seht ihr ja dann hier auf der Seite. Also danke fürs Zuschauen. Christian, nochmal vielen Dank. Ich habe zu danken.